Deine Team of the Season Rewards laufen ja so mäßig. Und jetzt brauchst du Tipps, um vorne mehr Tore zu machen und hinten den Kasten sauber zu halten. Sauber halten? Putz mal lieber den Schreibtisch. Mit den 10 Tipps aus diesem Video wirst du garantiert mehr Siege holen und bessere Rewards absahnen. Tipp Nummer 1, nur 90% Abschlüsse nehmen. Damit meine ich nur schießen, wenn kein Gegner im Weg ist, denn sonst wirst du so wie hier geblockt, sondern wirklich darauf achten, dass du lieber nochmal zurückspielst mit dem linken Stick Dribblings oder zum Beispiel einen Skill-Move machst, wie den Elastico oder so, denn damit kommst du perfekt in den richtigen Winkel und nur dann schießen, wenn der Weg zum Tor frei ist. Tipp Nummer 2, der Abschluss im Strafraum. Wenn dann dieser Weg zum Tor einmal frei ist, wollen wir die Tore im 16er machen, indem wir ins lange Eck gehen und dann einfach ganz normaler Powershot, also nur mit der Kreis- oder mit der B-Taste auf der Xbox, 2,5 Balken aufladen und das Ding in die Ecke pfeffern. Dritter Tipp, die hohen Bälle in den Lauf verteidigen und dazu einfach mit dem rechten Stick auf den Verteidiger wechseln, der am nächsten an diesem Passweg ist. Denk dran, vorher den linken Stick zum eigenen Tor zeigen zu lassen, bevor du den Spieler wechselst, damit du keinen blöden Schritt raus machst und dann nicht auf den Gegner gehen, nicht auf den Ball gehen, sondern den Passweg ablaufen und dann kannst du 90% dieser hohen Pässe in den Lauf verteidigen. Tipp Nummer 04, Glück auf, hau auf jeden Fall ein Abo raus, wenn du genauso erstklassig bist und weiter solche Tipps haben willst. Nächster Tipp ist die Weekend League aufteilen und zwar in dem neuen Modus haben wir hier von Freitagabend bis Mittwochvormittag Zeit. Ja, jetzt hat die AI mal den Fehler gemacht, so wie immer ein Fehler. Aber teilt euch auf jeden Fall die Spiele auf, spielt nur fokussiert, macht euch vorher in Friendlies oder eine Rivals-Partie warm, dann werdet ihr einfach diese ganzen Tipps besser umsetzen können. Tipp Nummer 5, manuell Spieler schicken. Mit L1 oder LB kannst du manuell Spieler in den Lauf schicken und so Räume und Chancen kreieren. Du kannst das sogar machen wie hier mit Lukas. Bevor er den Ball hat, schicken wir schon mit L1 mit LB Son in den Lauf, damit wir direkt weiterspielen können und so einen freien Spieler haben. Denn sobald ein Pass gespielt ist, steuern wir immer den Passempfänger und deswegen kannst du halt auch schon vorher L1 drücken und so viel schneller Spieler in Bewegung halten und mehr Tore durch diese Chancen machen. Unser 6. Tipp, das Aufbauspiel. Ganz, ganz wichtig, gerade zum Team of the Season, wenn so viele Leute hinten eng vorm 16er und im 16er verteidigen, das Spiel breit machen und über außen nach vorne gehen, nicht um zu flanken, aber um dann in den 16er reinzuspielen. Ganz, ganz gut sind diese Pässe mit dem LV, LM, mit dem RV, rechter ZOM. So kommst du einfach sehr, sehr gut nach vorne und kannst dann zum Beispiel von der Grundlinie oder einfach von der Seite zurecht in den 16er gehen und dort die Buden machen. Tipp Nummer 7, wieder um den Kasten hinten sauber zu halten. Mann, ist doch alles sauber hier. Verschwinde jetzt. Mach gerade ein Video. Passwege verteidigen. Eine der stärksten Verteidigungsarten in FIFA. Und dazu kannst du zum Beispiel OP mit deinen beiden ZMs oder ZTMs, je nach Formation, vorm 16er diese Passwege in den 16er hinein verteidigen. Am besten mit L2 und R2 in den Verteidigungslauf gehen. Dadurch wirst du breiter bis in diesen Mr. Krabs Lauf und kannst einfach eine größere Fläche abdecken und so mehr Pässe abfangen. Viel besser, als immer ins Tackling zu gehen. Tipp Nummer 8, Super Subs. Und zwar brauchen wir High Impact Super Subs. Das heißt Spieler, die schon eine gute Base Stats haben. Denkt dran, alle Einwechselspieler kommen mit 5 Chemie. Chemistry Styles bringen nicht so viel und dann besser sind als deine Startspieler nach der 70. Minute, denn die verlieren natürlich mit abnehmender Ausdauer auch Boosts auf die Stats und deswegen zum Beispiel Sinisterra, guck dir den an, unter 30k, 99 Tempo, 99 Beweglichkeit, 99 Balance, das sind Karten, die wir brauchen. Oder zum Beispiel Cadden für unter 30k, kann der hinten alles dicht machen, 99 Sprinten, 90 stehendes Tackle, sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Weimann, noch so ein Kandidat, der hat 90 Tempo, 97 Schusskraft, ohne Sham-Style, sind diese Karten wahrscheinlich besser als die meisten Karten nach der 70. 75. Minute vom Start. Nächster Tipp, Tore von außerhalb des 16ers und zwar diese Finesse-Tore kannst du ja machen, indem du R1 oder RB gedrückt hältst und dann mit Kreis schießt, dabei am besten in den langen Winkel zielen. Und die Tore sind weiterhin sehr, sehr gut möglich. OP plus der Bonus hier ist natürlich, wenn du auch von außen Gefahr ausstrahlst, werden gerade zum Team of the Season, wo diese ganzen Park the Bus Dropback-Spieler sind, natürlich auch ein bisschen aggressiver verteidigen müssen und im 16er entstehen neue Lücken. Nächster Tipp, 3 Standardtaktiken haben. Eine defensiv und gegen Pressing, eine Taktik offensiv, wenn du dringend ein Tor brauchst und eine Taktik, mit der du ausgeglichen ins Spiel gehst und mit der du, solange es 0-0, 1-0, 0-1 steht, dein Spiel am sichersten und trotzdem mit genug Offensivpower aufbauen kannst und lieber diese Taktiken ordentlich trainieren, anstatt irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Taktiken im Laufe einer Weekend League zu zocken. Das wird dich nicht viel weiterbringen. Meine stabile 4-2-3-1 mit Offensivpower verlinke ich dir hier nochmal. Abonniere auf jeden Fall den Kanal für mehr solcher Tipps. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.